World Premiere. Ein Prototyp aus der Godot Engine mit C# im Web. Das wurde vor einer Woche auf der GodotCon in Boston vorgestellt. Wie sieht der Fortschritt aus, für C#-Spiele im Web zu exportieren und was gibt es dort Neues? Ich zeig's dir in der heutigen Folge von Godot Zukunft in wenigen Minuten erklärt. Ich bin der Truly Most Wanted. Lass gerne einen Like, wenn es dir gefallen sollte, abonniere, wenn du mehr sehen möchtest und schreibe Fragen, Feedback sowie Meinungen zur Folge gerne in die Kommentare. Und jetzt geht's los. In diesem Beitrag auf der Godot Engine Blog Website wird vieles deutlicher, denn es gab zuerst den großen Themenblock .NET ins Web bringen. Und man hat versucht, .NET.js zu nehmen, hat nicht geklappt. Native AOT, LLVM ebenfalls nicht. Auch die statischen Bibliotheken von Mono gingen nicht. Doch dann kam der Rawl, eben einer der aktiven Nutzer auf GitHub, und hat nochmal mit dem letzten versucht und Fortschritte erzielt. Entsprechend gibt es hier den Kommentar von GitHub, den wir auch hier direkt öffnen können. Und wir haben jetzt in dem Fall einen Draft, eben einen Versuch von einem Pull-Request, der noch viel Arbeit braucht, bis er wirklich abgerundet und komplett ist. Aber ganz wichtig ist, aus diesem Versuch und dem Experimentieren .NET im Web laufen zu bringen, entstand der vorhin gezeigte .NET Web Prototyp. Dass wir jetzt hier eben die verschiedenen Bibliotheken und Co. nutzen können, beliebigen C#-Code hier ausführen können, ist schon mal der erste große und wichtige Schritt. Um diesen Web C#-Editor mal zu testen, habe ich hier ein ganz simples Beispiel gebaut mit einer Klasse Player. Ein Spieler hat einen Namen, Lebenspunktewert und Schadenswert beim Angriff. Der hat hier einen Konstruktor zum Erzeugen des Objektes, eine Bool-Methode zum Abfragen, ob er noch am Leben ist, eine Funktion zum Schaden nehmen und hier unten eine Funktion zum Angreifen eines anderen Spielers. Dann lege ich jetzt zwei Spielerobjekte an, packe die auch mal in eine Liste und lasse eine While-Schleife laufen. Solange wie beide Spieler am Leben sind, wird sich hier geklöppelt. Der erste greift den zweiten an, dann greift der zweite den ersten an. Und für all diesen Code brauchen wir insgesamt drei verschiedene Namespaces hier oben, nämlich System für die Ein- und Ausgabe von Texten unter anderem, Collections Generic hierbei für die Listen zu nutzen und System Link, um die All Query hier unten in der While-Schleife nutzen zu können. Und jetzt können wir das Ganze mal starten lassen, hier oben mit Play. Und wir sind auch hier in der Ausgabe, das läuft durch problemlos. Also können wir schon mal so simplen C#-Code hier im Web testen. Das heißt, aktuell ist das Ganze hier zumindest mal ein C# Online-Compiler. Man muss testen, welche Namespaces klappen und welche nicht und wo C# vielleicht Probleme hat. Das Ganze basiert ja unten rechts zu sehen hier auf .NET und 9.0.4 ist sogar fast die aktuellste Version. Denn auf der Download-Seite sehen wir, 10 ist bereits in der Preview 4 und die aktuellste Version hier ist die 9.05. Also Godot ist da ganz up-to-date, was das angeht. Wie schon gerade eben erwähnt, ist das Ganze ein Draft, eben ein Entwurf von einem Feature für die Godot Engine. Und das heißt, es wird noch Probleme zu lösen geben, Dinge zum Abrunden, bis das Ganze wirklich zu 100% da ist und als Feature in die Engine kommt. Daher auch die Frage, wann könnte das Ganze denn in die Engine kommen? Gibt es hier unten beschrieben, dass es keine genaue Zeitangabe gibt, wann das kommt. Aber wenn alles wirklich sehr gut funktioniert und passt, wird es im nächsten Godot Release veröffentlicht. Also mal angenommen, in einer Woche ist schon alles gelöst. Dann gibt es ein großes Potenzial, dass es in die 4.5 noch integriert wird, weil wir sind aktuell im Development Snapshot 4, die gehen meistens bis 6 oder 7 und danach kommen die Betas und dann die Release Candidates. Das heißt, da könnte es kommen. Oder wenn es halt noch Monate dauert, bis wirklich alles ready und gefixt ist, dann kommt es eben in der 4.6. Aber es ist ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen, dass es doch schon sehr bald in die Engine integriert werden könnte. Aber ein Folgeproblem hat das Ganze noch, und zwar auch Dateigröße. Wenn wir uns mal hier unten anschauen, die Package Size.
Bestimmt hast du schon mal gemerkt, dass wenn du mit der Godot Engine ein Spiel baust und exportierst, dass die Package Size dann doch angewachsen ist mit der 4.4 auf so circa 72 Megabyte, auch bei einem leeren Projekt. Denn die ganzen DLLs, die benötigt werden, werden da auch reingepackt. Es gibt schon eine Möglichkeit, das zu komprimieren, dann sind es gerade mal 23,8 Millionen Bytes, also 23,8 Megabytes. Und das wird auch in dem Fall relevant, wenn man fürs Web das Ganze baut. Denn wenn wir im Web hier ein Spiel laden oder öffnen und wir machen mal hier einen Refresh der Seite, dann ist der Ladebalken hier unten nämlich der Fortschritt vom Herunterladen und Entpacken der Game Assets, dass die direkt hier bei uns im Browser unter anderem geladen sind, damit alles passend funktioniert, auch an Kommunikation zum Server gegebenenfalls. Es bedarf in jedem Falle noch ein bisschen Arbeit. Das heißt, die Engine kriegt in dem Falle auch schon eine Vorab-Komprimierung für Build. Da wird es ein neues Export als Option geben. Dann haben wir auch weiterhin Optimierungen beim Komprimieren der Template-Files, wenn die Engine kompiliert wird. Es wird an vielen Stellen versucht zu optimieren. The future is bright. Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Wir warten mal drauf ab, wann es kommt, ob 4.5, 4.6 und welche Features bis dahin noch in die Engine kommen. Wie gesagt, schaut euch gerne die Updates an zu den Development Snapshots, geht in die Videobeschreibung und öffnet mal unter anderem dieses GitHub-Issue hier, was schon 2023 im Grunde aus Verwirrung geöffnet wurde, weil jemand wollte fürs Web exporten, es gab keine Templates und dann wurde leider traurigerweise gesagt, naja, das haben wir noch nicht für .NET. Aber jetzt, gut 2,5 Jahre später, ist das Ganze in Arbeit. Lass also gerne ein Like, wenn es dir gefallen haben sollte, abonniere, wenn du mehr sehen möchtest und schreib mal deine Meinung zu diesem Thema gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr darüber denkt und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.